In dieser Folge schmeiße ich die Afrika Twin fast den Hang hinunter, Flash eilt uns zur Hilfe, ich begrüße französische Radfahrer halbnackt, ich leg die Steffi flach und ich bekomme Schlammflashbacks. In der letzten Folge haben wir den Hang der Sektion 22 am Tet in Frankreich bis hierhin geschafft. Und so ging's weiter. Ja, das war genau das, was ich nicht wollte. Na, Kim, drück mal du. Ja. Okay, das ist schon nicht so übel. Okay. Ja. Hat sie das? Hat sie nicht. Pass mal auf. Kannst gleich unsere Tasche da noch nehmen. Ich schwinge mich also erneut auf die Afrika Twin und starte einen erneuten Versuch, das Ding hoch zu katapultieren. Der Struggle ist real. Ich suche auf dem Trail nach Stellen, wo ich potenziell mehr Grip aufbauen könnte. Nach einem Pfad, der etwas weniger Steine hat. Weil die machen, dass ich mit dem Gewicht der Maschine absolut keine Traktion aufbauen kann. Ein bisschen trocken. Bringt aber alles nichts, Steffi muss anschieben. Aber sogar mit ihrer Hilfe komme ich kaum voran. Geht's noch ein bisschen? Ich bin übrigens gewollt, mich mit jedem anzulegen, der behauptet, dass das hier easy sei. Ich muss ordnen. Die Sachen. Ich schaue mir die letzten Meter noch einmal genau an, um eine Entscheidung zu treffen. Meine Entschlossenheit und mein Kampfgeist lassen sich aber nicht kleinkriegen. Koffer müssen also runter und ich versuche es noch ein drittes Mal. Was macht er? Ich baue mal alles ab. Glaubst du, dass das das Beste macht? Probieren wir nochmal. Ich bin jetzt so, würde ich sagen, 70 Meter vor dem letzten Stück. Aber keine Chance, dass ich es schaffe. Es hat gestern geregnet, wie ihr im Video vorher gesehen habt, und ist alles nass unter den Steinen und ich habe null Grip. Ich muss an dieser Stelle kapitulieren. Jetzt versuchen wir nur noch irgendwie den Weg frei zu machen hinter mir, dass ich irgendwie wenden kann, was ich auch noch nicht weiß, wie wir das tun, aber Muss ich ein bisschen ziehen? Ich habe hier auf der Route da unten mein Nummernschild wahrscheinlich verloren. Ah, shit, Mann. Und jetzt kann ich wieder zurücktracken. Lauf einmal kurz nach oben. Also bis jetzt haben wir es nicht gesehen. Wir haben es Ja. ja nicht gesehen. Nein. Aber also ich bin hier gerade runtergefahren und das war sehr, sehr hart. Ja. Also wird schwierig mit der GS. Bis hierhin haben wir es geschafft, aber jetzt drehe ich um. Das Okay. packe ich nicht. Ja, ich Ein werde noch mal bisschen. bis nach oben laufen und schauen, ob ich vielleicht noch irgendwo finde. Ja, passt. Aber Ja, ich hoffe, es liegt bald hier irgendwo.
Freunde haben uns vor diesem Hang gewarnt, der sei so mit der Maschine nicht machbar. Ich bin immer noch überzeugt, dass es funktioniert hätte. Aber da dies die Maschine ist, mit der wir in 2 Monaten in Südamerika fahren wollen, habe ich es bevorzugt, sie an dieser Stelle zu schonen. Auch wenn es uns den gleichen Kraftakt runter gekostet hat, als wahrscheinlich die letzten 50 Meter hoch zu pushen. Kapituliert. Das war zu krass. Oh, die Storne. Oh. Braucht er Hilfe? Ja, das war wohl ein Fail. Ah, es ist so mies mit der Storne. Holy shit. Bei den Temperaturen fühlt es sich langsam an, als würde ich ersticken. Den Helm bei so einer Aktion aufhaben, war echt eine Herausforderung. Aber so kann ich euch meine Sicht am besten vermitteln und mit euch reden. Ab dieser Stelle war ich mir sicher, dass ich das Motorrad wieder beladen könnte, um die letzten Meter hinunterzufahren. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück bergab und ich war nicht besonders motiviert, die Tasche noch weiter zu schleppen. Ich stelle die Afrika Twin also hier ab und mache mich auf den Weg nach oben. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ich jetzt wieder hochlaufen kann und die Koffer holen. Ah Mann, aber der Anstieg ist schon, der ist schon hart. So, jetzt tragen wir wieder alles runter. Hier habe ich die Franzosen noch einmal richtig motiviert und ihnen gesagt, dass sie erst am Anfang des Trails sind und sich noch ein wenig aufs Schieben freuen dürfen. Mein verschwitztes Gesicht hat sie sicher überzeugt. Ouais. Je pense 150 mètres. Ouais, courage, courage. Wir befestigen unsere Taschen, wenden die Afrika Twin elegant und machen uns auf den Weg nach unten. Für uns fühlt es sich aber nicht an wie eine Niederlage. Wir haben es zumindest versucht. Verständlich, dass die Leute hier strugglen. Ah, wir sind unten. Kranker Scheiß. Heavy shit. We tried. War nicht so übel, finde ich. Du bist ziemlich weit gekommen. Das finde ich auch, ja. Hebt ihr mal kurz da. Ja. Ich meine, wir hätten jetzt noch probieren können, aber das wäre halt, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, das wäre halt der ultimative Murks. Und das brauche ich nicht, das war schon genug Murks. Für den armen Ralf. Ja, aber sie hat gearbeitet bis da oben hin. Nicht so übel. Anschließend hat Steffi uns noch was zum Trinken geholt im lokalen Supermarkt und kurze Zeit darauf haben wir uns auf den Weg gemacht, weil wir wollten ja unbedingt an dem Tag noch in Annecy ankommen. Was wir aber nicht erwartet haben, war, dass die TED-Route für uns noch ein paar Überraschungen parat hatte.
dieser Stelle würde ich die Leute auch gerne noch einmal bitten, wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst uns bitte ein Like da und könnt uns auch gerne einen Kommentar machen. Das hilft uns bei der ganzen Referenzierung auf YouTube. Und erzählt mal von euren Erfahrungen am Set. Genau, erzählt mal, wie ihr das so erlebt und ob ihr das mit eurer Frau machen würdet. Und ob die Frau das mitmachen wird. Ja, auf jeden Fall, das wäre super nett. Okay, so wieder. An dieser Stelle kommt so langsam dieses Gefühl in mir auf, dass wir noch ein wenig strugglen werden, bevor wir Annecy erreichen. Der Schlamm in der 3. Folge hat mich traumatisiert. Ui, sorry. Alles gut. Voll die Kopfnuss. Achtung. Ja. Nice. Ja, nice. Hoppa, da kann ich nicht mehr rüber. Da liegt Holz. Hier kommt ein... Oh, das ist der erste Gang. Aggressiv, mein Freund. Beruhige dich. Dann kriegst du halt den zweiten. Linie wählen schon. Außen herum. Aha, ja, ich probier's. Wir probieren's. Nein, ich glaube, ich bleib doch. Okay. Oh, du musst schon wieder hoch. Ich weiß. Mein Fuß. Meiner. Warte. Kriegst du ihn raus? Ja. Zieh raus. Nein, Okay. Oh, fuck. Okay, musst zählen, bitte. 1, 2, 3. Ja. Ja, das war blöd jetzt, ne? Puh. Fort. Ah, da geht's weiter. Ah. Manchmal ist es einfach besser. Wow. Alter. Ja, nicht genug Geschwindigkeit, das ist halt. Okay. War das die Flussüberquerung, der er gemahnt hat? Soll ich vorgehen? Soll ich schauen? Muss aber ein bisschen durchgehen. Da oben fahre ich nicht. Da? Ja, Hier, ja. ja. Da geht's schon runter. Ist fest? Es ist schlammig. Schlammig. Ja. Hier ist besser, da ist ein Storner. Da ist ein Storn. Fetter Ja. Storn. Ich probiere das schon hoch, wo du stehst. Okay. Ich stehe glaube ich nicht so gut gerade. Nicht nach da, du Schwein. Hier muss ich außen rumfahren. Wenn ich mir diese Schlammlöcher anschaue, kriege ich Flashbacks. Okay. Glücklicherweise war ich hier nicht der Einzige, der den Weg außenrum gewählt hatte. Gut gemacht. Nice. Okay. Ja. Hier muss ich leider außen rumfahren. Wenn ich mir diese Schlammlöcher anschaue, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Afrika Twin da drin komplett versenken könnte.
Glücklicherweise war ich hier nicht der Einzige, der den Weg außenrum gewählt hatte. So habe ich wenigstens nicht das Gefühl, an dieser Stelle zu schummeln. Ich mal genau wieder Fliege ins Auge, Oh na. da wo ich schauen muss. Okay. Das mögen wir mal ein Break für heute, ha? Hätte ich nichts dagegen, ja. Coole Sektion, aber heavy. Ja. Kann mir vorstellen, dass die mit egal welcher Maschine nicht so easy ist. Frisch aus der Dusche. Glücklicherweise hatten wir jetzt auf dem Camping noch freie Plätze. Ja, für Zelt. Genau, also für Zelte und Motorrad hatten sie gerade und gerade noch Platz. Das kommt sehr gut. Wir waren auf jeden Fall gleich duschen, haben uns eingerichtet, haben schnell gemacht, weil wir recht spät angekommen sind. Wir haben jetzt heute ungefähr 200 Kilometer gemacht, Ja, oder? ja, 200 Kilometer. Es ist jetzt 20 Uhr, also wir waren ziemlich lang am Weg. Die letzten 120, 130 Kilometer auf der Sektion 22 am Trans-Euro Trail waren echt tough. Also für zwei Leute mit so viel Gepäck. Ja, war ziemlich heavy. Kurz mal zeigen. Wir wollten unbedingt her, weil ja, wir mögen die Region halt und die Stadt auch sehr. Die Stadt ist mega süß. Ja. Also spazieren wir jetzt zum See und dann suchen wir uns was Leckeres zu essen und lassen unseren Abend da ausklingen. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Falls das Video euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Ihr könnt auch gerne kommentieren, das hilft uns ein bisschen. Kostet immerhin sehr viel Zeit, diese Videos zu schneiden. Ja, und ansonsten hoffentlich sehen wir euch im nächsten Video. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Ich filme die ja mal.